Eine Legende verabschiedet sich aus der World Superbike. Nicolo Bulliga muss von der Polizei eskortiert werden. Andrea Iannone liebt den türkischen Fußball. Was alles passiert ist am Wochenende, seht ihr hier in diesem Video. Bevor wir auf eine der hitzigsten Diskussionen der World Superbike-Geschichte eingehen, fangen wir erstmal an mit etwas Traurigem. Und zwar der Abschied von Jonathan Rea. Eine Legende verlässt die World Superbike. Fünfmaliger Weltmeister Jonathan Rea ist in Jerez das letzte Mal an den Start gegangen. Und leider war das Wochenende nicht so, wie wir und wie auch Johnny sich das vorgestellt hat. Samstag ist er gleich mal in Turn 4 komplett abgeflogen. Er hat das Bike plus sich komplett in die Airfans reingehauen. Und dann war für die einen oder anderen auch schon der Schockmoment da. Kann Jonathan Rea überhaupt noch sonntags an den Start gehen? Es gab zum Glück das grüne Licht und Jonathan Rea konnte am Sonntag dann im Superpole Race an den Start gehen. Leider ist auch hier das Rennen nicht so gewesen, wie er sich das vorgestellt hat. Direkt nach dem Start, Turn 1, Turn 2 und dann in Turn 3 hat er das Vorderrad verloren, ist mit Remy Gardner dann zusammengestoßen und dann auch am Ende im Kies liegen geblieben. Da konnte man dann schon sehen, dass er sich wehgetan hat. Wobei Jonathan Rea vor dem Jerez-Event noch gesagt hat, er möchte einfach nur noch mal die letzten Rennen genießen, diese World Superbike-Atmosphäre aufsaugen und einfach noch mal ein geiles Rennen fahren und sich nicht verletzen. Und dann lag er wirklich im Kies und man hat ihm dann auch angesehen, wie traurig er auch am Ende war. Ja, und dann kam auch eine Stunde später schon die Bestätigung, dass er nicht mehr an den Start gehen kann. Das heißt, Jonathan Rea verabschiedet sich aus der World Superbike mit 2 Stürzen, einmal am Samstag und einmal am Sonntag in dem Superpole Race. Es ist so schade, dass er die Superbike so verlassen muss. Ja, er bleibt natürlich trotzdem als Legende bei uns allen im Kopf. Auf Honda, auf Kawasaki hat er damals dominiert. Die World Superbike 5-mal gewonnen. Also er ist nicht umsonst 5-maliger World Superbike Champion. Also wirklich eine Legende. Ja, schade, dass es auf jeden Fall so ausgegangen ist. Noch dazu, wo die Yamaha jetzt zum Schluss auch wirklich ein bisschen so konkurrenzfähig geworden ist. Er hat in Estoril schon ein paar gute Ergebnisse gehabt. Ja, und das hätte jetzt in Jerez sich noch mal ein bisschen wiederholen können. Dann kommen wir zum Hauptthema vom Wochenende. Was ist da bitte passiert? Fangen wir erstmal an mit dem Samstag. Toprak Razgatlioglu könnte die WM für sich schon klar machen, indem er Erster wird und Bulliga müsste dann Dritter werden. Allerdings rasiert Nicolo Bulliga im Qualifying komplett. Mit einer Zeit von 1,36,6 wäre er in der MotoGP auf P14 gewesen im Qualifying. Also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicolo Bulliga mit einer World Superbike Maschine fährt in der MotoGP auf P14 mit seiner Qualifying-Zeit. Also allein das ist schon absurd und diese Leistung spiegelt er dann auch im Rennen wieder. Er rasiert komplett und gewinnt mit 3,7 Sekunden Vorsprung vor Toprak. Das heißt, die Titelentscheidung wird auf Sonntag verlegt. Wir schreiben den 19. Oktober 2025, 11 Uhr Ortszeit in Jerez de la Frontera. Das Superpole Race startet. Toprak Razgatlioglu gewinnt den Start und setzt sich vor seinen Titelrivalen Nicolo Bulliga. Die ersten 4 Kurven sehen sehr kontrolliert aus, doch dann kommt Turn 5. Toprak geht etwas weit, Nicolo Bulliga sieht die Lücke, zieht rein, Toprak macht die Lücke zu und es kommt zum Kontakt. Toprak Razgatlioglu verliert das Vorderrad und im ersten Moment sieht es so aus, als wären seine Titelchancen komplett weg. Die ersten Gedanken waren, ist Toprak irgendwas passiert? Kann er nochmal starten? Ist sein Bike ready? Wie kaputt ist sein Bike? Und so weiter. Also ganz viele Themen, die im Prinzip auf den Titel hätten eingreifen können. Es wurde auf jeden Fall schnell klar, dass es Toprak gut ging und Nicolo Bulliga bekommt auch seine Strafe in Form einer Long Lap Penalty. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zusammen nochmal den Sturz an, weil es gibt so viele Sachen, die ich gehört habe und gesehen habe. Und ich möchte euch einfach mal meine Meinung dazu sagen, beziehungsweise einfach das Video nochmal im Detail durchgehen. Schauen wir uns mal kurz die erste Situation an. Von der TV-Kamera sieht es auf jeden Fall so aus, als würde Nicolo Bulliga komplett hinten reinfahren und Toprak immens abräumen. Schauen wir uns aber mal die zweite Kameraperspektive an, in der die Onboard-Ansicht zu sehen ist. Man sieht, Toprak geht weit, Nicolo Bulliga nutzt die Lücke, setzt sich rein und ihr müsst euch ja auch mal vorstellen, Nicolo Bulliga ist in einer Rechtskurve, schaut auf den Kurvenausgang. Toprak befindet sich links von ihm. Und ihr müsst euch auch nochmal vorstellen, das ist ja bei Geschwindigkeiten von 160, 180 km/h. Das geht alles so schnell und da muss man einfach in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen. Und in dem Fall war es vielleicht für Nicolo Bulliga die falsche Entscheidung. Schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die Onboard-Perspektive an. Und zwar finde ich persönlich, dass der Hit von Toprak bzw. von Nicolo Bulliga, dieser Zusammenstoß, sehr, sehr spät kommt. Also wenn ihr euch die Kameraperspektive mal anschaut, die Kamera ist hinten auf dem Heck montiert von der BMW.
Und Nicolo Buliga befindet sich vom Zeitpunkt, vom Kontakt relativ weit vorne mit dem Hinterrad. Das heißt, die waren fast auf einer Augenhöhe. Klar, Toprak hat ihn vielleicht nicht gesehen, aber eine Ducati Superbike-Anlage hört man, auch mit Oropax, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, Toprak wusste definitiv, dass Nicolo Buliga neben ihm ist. Die Lücke wurde nicht aufgemacht. Es war trotzdem natürlich Nicolo Buligas Fehler. Er hätte nicht gleich in der ersten Runde überholen müssen, er hätte auch nicht gleich in der 5. Kurve überholen müssen, sondern hätte vielleicht sogar die Gegengerade abwarten können, die in Jerez ja relativ lang ist, womit er auch die Ducati Power etwas nutzen hätte können. Stattdessen müsst ihr euch natürlich auch nochmal in die Lage von Buliga versetzen. Es geht hier um einen Titel. Das heißt, Nicolo Buliga muss gewinnen und die Nerven lagen vielleicht auch irgendwo blank, beziehungsweise er wollte auch schnell vorbei. Vielleicht ist er auch nervös gewesen, wie auch immer, und wollte diese Lücke, die eben da war, nutzen. Nun haben einige Fans von Toprak gesagt, dass Buliga das mit Absicht gemacht hat und er somit ja dann den Titel gewinnt und wie auch immer. Und ganz ehrlich, Leute, das ist ein ganz normaler Rennunfall. Überlegt euch mal, wie oft Toprak schon irgendwo reingehalten hat, wo jemand anders die Tür aufmachen musste. Stellt mal vor, bei so einer Situation hätte, keine Ahnung, Toprak wäre reingestochen, jemand hätte nicht aufgemacht und wäre dadurch gestürzt. Wäre dann der Aufschrei so groß gewesen? Ich glaube nicht. Natürlich ging es hier um einen Titel. Sowohl die türkischen Fans als auch die Leute vom BMW und alle waren natürlich auf den Titel aus, beziehungsweise dann kochen an so einem Wochenende natürlich die Emotionen auch relativ hoch, womit ein paar Reaktionen natürlich gerechtfertigt sind. Aber es ist nicht gerechtfertigt, dass man irgendwie von Nicolo Buliga seine Familie beleidigt, ihm den Tod wünscht oder sonstige Sachen. Da wurden Beleidigungen geschrieben unter die Kommentare. Bis heute werden noch Kommentare dazu geschrieben. Es ist der erste Testtag schon vorbei in Jerez und in den Kommentaren stehen immer noch irgendwelche Fans, die ihm irgendwas wünschen, was man normalerweise nicht wünschen sollte. Nicolo Buliga selbst dazu hat sich auch geäußert und hat natürlich gesagt, dass es nicht mit Absicht war. Und auch ein Toprak versteht, dass es ein ganz normaler Rennunfall war. Viele türkische Fans haben sich natürlich erhofft, dass Nicolo Buliga etwas mehr Strafe bekommt. Nur seien wir mal ganz ehrlich, eine Long Lap Penalty war gerechtfertigt, vielleicht hätte man auch eine Double Long Lap Penalty machen können. Schauen wir uns mal FP3 an. Tito Rabat hat sich hier nämlich anschließend nochmal ein bisschen beschwert. Und zwar fährt Toprak Ascatolio Tito Rabat am Kurvenausgang, Tito Rabat hinten rein. Und da muss ich sagen, das war ja nicht mal in der Kurve, da war weder eine Lücke da noch irgendwas anderes und Toprak hat keine Strafe bekommen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich da aber auch keiner beschwert und keiner hat irgendwie gefordert, yo, Justice for, keine Ahnung, Tito Rabat oder wie auch immer. Weil die Kommentare waren voll von Justice for Toprak, Toprak is the true champion und was weiß ich. Leute, ihr müsst mal ein bisschen entspannt bleiben. Toprak hat auch schon so Aktionen gebracht, wo er sich einfach reinstellt. Genauso wie in Estoril. Da hat er sich einfach bei Locatelli in der Links-Rechts einfach innen reingestellt. Hätte Locatelli nicht aufgemacht, wäre Locatelli vielleicht sogar gestürzt. Somit ist es, was Buliga gemacht hat, ein ganz normaler Rennunfall. Und somit, finde ich, ist eine Long Lap Penalty als Strafe absolut gerechtfertigt. Man hätte auch eine Double Long Lap Penalty geben können, definitiv. Was natürlich extrem doof gewesen wäre, hätte sich Toprak jetzt bei dieser Aktion verletzt. Also hätte sich irgendwas gebrochen und hätte dann im Rennen 2 nicht mehr fahren können. Oder auch das Bike so zerstört, dass es nicht mehr ready wäre, eben für das Rennen 2. Das wäre eine extrem dumme Situation gewesen. Und ich glaube, so hätte Nicolo Buliga auch seine Meisterschaft da nicht gewinnen wollen. Aber wie vorher auch schon erwähnt, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wie schnell das Ganze abläuft. Ihr seid da mit 160, 170 km/h in der Kurve unterwegs und müsst einfach so schnell Entscheidungen treffen. Und es geht um den Titel, die Lücke war da, Buliga geht rein. Ich fand, es war ein ganz normaler Rennunfall. Long Lap Penalty, okay. Aus meiner Sicht hätte Buliga einfach ein bisschen entspannen können. Er hätte nicht gleich überholen müssen. Aber es ist jetzt so passiert, wie es passiert ist. Die Stimmung nach dem Sprintrennen war natürlich extrem. Die türkischen Fans haben Nicolo Buliga ausgepfiffen. Haben vor seinem LKW gecampt und ihn dort beleidigt, ausgepfiffen und alles Mögliche. Ein Mechaniker von Aruba hat sich fast mit einem Fan geschlägert. James Townsend ist gerade noch dazwischen gegangen. Es wurden auf Social Media Kommentare geschrieben. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Also wirklich brutal, was da abging. Klar, die Emotionen sind hoch wegen der Meisterschaft, aber Leute, entspannt euch mal. Und ich glaube, Andrea Iannone hat es ganz gut gesagt. Ja, also wir sind nicht beim Fußball, sondern wir sind ganz normal bei der World Superbike. Wir haben alle so gesehen dasselbe Hobby, dieselbe Leidenschaft und
Motorradrennsport ist einfach geil. Natürlich hat man dann seinen Lieblingsfahrer und ich verstehe es auch, wenn es erstmal so wirkt, als hätte Nicolo Bulliga das mit Absicht gemacht. Auch wenn man sich die erste Situation nochmal anschaut, also aus der TV-Kamera-Perspektive, sehe ich es auf jeden Fall auch so, als hätte Nicolo Bulliga Toprak komplett abgeschossen. Ich finde halt, in der Onboard-Perspektive sieht man ganz gut, der Hit kommt erst dann, wo Bulliga schon fast auf einer Augenhöhe war. Und ihr müsst euch immer noch mal vorstellen, Nicolo Bulliga liegt in einer Rechtskurve, er schaut auf den Kurvenausgang, er schaut darüber. Toprak ist auf der linken Seite, er sieht ihn auch nicht so gut. Genauso wie Toprak auf der rechten Seite liegt. Er hört Bulliga, sieht ihn aber auch nicht, weil er natürlich rechts hinter ihm ist. Also ganz normaler Racing-Incident, Rennunfall, so wie es schon oft so einen Unfall gegeben hat, nur halt jetzt eben beim Titelkampf natürlich etwas blöd. Aber ja, gerechtfertigt immer noch nicht ein paar Aussagen, die Leute gebracht haben. Also habt auf jeden Fall mal die Situation mit Tito Rabat im Kopf. Ich habe es euch auf jeden Fall mal eingeblendet, falls ihr die Situation noch nicht kanntet. Oder ihr kennt bestimmt auch ein paar andere Situationen, wo Toprak vielleicht schon mal irgendwo reingehalten hat, wo jemand aufmachen musste, da sie sonst gestürzt werden. Genauso war das die ganze Saison nämlich, auch schon zwischen Toprak und Bulliga. Sie haben immer fair gefightet, immer jemand musste mal die Tür aufmachen. Sowohl Toprak als auch Bulliga musste mal die Tür aufmachen. Diesmal ist die Tür nicht aufgegangen, beziehungsweise Toprak hat nicht nachgegeben. Bulliga war vielleicht einen Ticken zu spät dran und dann ist es eben so passiert, wie es im Racing-Sport schon öfters passiert ist. Und da bin ich jetzt natürlich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Haltet euch mal auf jeden Fall mal die Sachen, die ich jetzt gerade euch erzählt habe, im Hinterkopf. Die einen oder anderen von euch wissen, ich bin Nicolo Bulliga-Fan, aber ich sehe es nicht aus einer Ducati Nicolo Bulliga-Brille, sondern ich sehe das Ganze als Rennfahrer. Das kann passieren, das ist normal und das muss man sich einfach im Hinterkopf halten. Deswegen, ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Einige haben natürlich dann noch Nicolo Bulliga vorgeworfen, dass er sich ja nicht mehr entschuldigt hat, was so aber gar nicht stimmt. Nicolo Bulliga hat sich direkt nach dem ersten Rennen bei TNT, bei James Toseland, für den Unfall entschuldigt. He did win the race. It's not without controversy though. Nicolo obviously won the race. I know you didn't mean to knock him off, but it was an incident. How did you look at it? I'm very disappointed because I am always clean and I just wanted to try to stop his speed because he was preparing the exit. I always do these overtakes also in Aragon and it's my strong point, make corner speed, and I just wanted to overtake him. I'm really sorry, really sorry. I didn't do this in all my career. And nothing. I'm very sorry and I'm not happy. Er wusste aber zu dem Zeitpunkt selber noch nicht genau, was passiert ist, beziehungsweise hat die Situation selbst noch nicht mal einschätzen, beziehungsweise ansehen können. Das heißt, er wusste gar nicht genau, für was entschuldigt er sich, was ist eigentlich passiert, wie sah die Situation aus und so weiter. Das habe ich ja vorher schon erklärt, es passiert in Bruchteilen von Sekunden und da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass ein Nicolo Bulliga sich vielleicht das Ganze erstmal anschauen muss, bevor er dazu groß was sagt. Im offiziellen World Superbike Interview nach dem Sprint Race hat er sich nicht entschuldigt, weil er das eben davor schon im Interview gemacht hat. Seine Emotionen, sein ganzes Ding war natürlich auch komplett auf den Kopf gestellt. Er wusste gar nicht, was ist passiert und alles drum und dran. Deswegen hat er sich da nicht 2-, 3-mal entschuldigt, sondern wollte sich wahrscheinlich auch erstmal die Situation selber anschauen. Noch dazu wurde er vor Ort komplett ausgebuht, was natürlich seine Stimmung bzw. sein ganzes Empfinden da für dieses Interview auch ein bisschen beeinträchtigt hat. Er hat dann natürlich noch den Daumen hoch gezeigt und hat gesagt, wir sehen uns dann bei Race 2 zu den türkischen Fans. War auch ein bisschen provokant. Aber ja, was da alles reingerufen wurde von den türkischen Fans und wie gesagt, es gab fast eine Schlägerei. Also es war wirklich crazy, was da alles passiert ist. Es ist natürlich extrem stark als Fahrer, einfach geile Fans hinter sich zu haben, so wie es jetzt aktuell in der Superbike ist. Alleine die Bekanntheit in der Türkei durch Toprak und Bahattin und natürlich durch Kenan Sofuoglu, was da alles an neuen Fans dazugekommen ist richtig geil für den Sport und muss man sagen, ist natürlich auch so cool, dass viel mehr Leute sich für die World Superbike interessieren. Aber man muss auch ein bisschen sagen, die hätten sich vor Ort auch ein bisschen entspannen müssen. Nicolo Bulliga musste vor Ort mit der Polizei rumgehen, beziehungsweise von der Polizei eskortiert werden, weil es so ausgeartet ist. Auch vor seinem Truck, habe ich ja vorher schon erzählt, wurden gepfiffen, wurde gegen seine Freundin beleidigt und so weiter. Ja, am Ende hat Nicolo Bulliga im Interview gesagt, dass es ihm sehr leid tut nach dem Sprint Race, aber wir keine Ultras brauchen hier bei der World Superbike. Toprak hat sich nach dem Sprint nicht dazu geäußert und
Nicolo Bulliga wollte unbedingt mit Toprak reden. Toprak hat aber dann gesagt, er möchte sich erstmal auf Race 2 konzentrieren und im Prinzip nichts davon wissen und auch nicht mit Bulliga reden, sondern einfach jetzt für sich sein. Er war natürlich ein bisschen sauer, hat auch am Ende im Interview gesagt, dass er immer noch ein bisschen sauer ist auf Nicolo Bulliga, aber er es versteht und er auch weiß, dass Bulliga es nicht mit Absicht gemacht hat. Am Ende war dann natürlich trotzdem alles gut für Toprak. Toprak ist im zweiten Rennen Dritter geworden. Nicolo Bulliga hat zwar gewonnen, aber es hat nicht für den WM-Titel gereicht. Und Toprak hat natürlich seinen verdienten WM-Titel bekommen. Bulliga ist auch in der ersten Kurve stehen geblieben, hat sich umgedreht und hat auf Toprak gewartet und hat dann dort seine ersten Worte nach dem Unfall im Prinzip an Toprak nochmal gerichtet und hat ihm eben gesagt, dass es leid tut, dass er der wahre Champion sei und er das natürlich nicht mit Absicht gemacht hat. Toprak hat gesagt, er weiß es. Er war immer noch ein bisschen sauer auf Bulliga, weiß aber natürlich, dass sowas im Rennsport passieren kann und es auch schon zu Genüge passiert ist. Deswegen hatte Toprak in gewisser Weise natürlich Verständnis, auch wenn er in der Situation noch ein bisschen traurig bzw. sauer auf Bulliga war. Nun ist das Ganze ja schon ein paar Tage her. Nicolo Bulliga hat dazu nochmal ein komplettes Statement auf Instagram veröffentlicht, wo er sich nochmal entschuldigt hat, natürlich für das, was passiert ist, ein paar Missverständnisse aufgeräumt hat, wo mir nachgesagt wurde, dass er sich nicht entschuldigt hat. Auch Toprak hat auf Instagram nochmal einen kompletten Post Nicolo Bulliga gewidmet, wo er ihm nochmal gratuliert hat zum Sieg und wo er ihm auch gesagt hat, dass kein böses Blut zwischen den beiden ist und es einfach wichtig ist, dass Bulliga sich entschuldigt hat und eben auch verstanden hat, dass er einen kleinen Fehler gemacht hat. Somit zwischen den beiden ist alles in Ordnung. Die Situationen sind auf jeden Fall extrem hochgekocht und man muss ein bisschen Verständnis haben für jede Perspektive. Ja, jetzt ein paar Tage später könnt ihr auf jeden Fall mal gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben, unabhängig davon, welcher Fan ihr vielleicht auch seid, was ihr sagt, wie ihr die Situation jetzt eingeschätzt habt und wie ihr die Situation vor 2-3 Tagen eingeschätzt habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es auf jeden Fall mit der World Superbike Saison 2025. Unser Champion heißt Toprak Razgatlioglu und dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob 2026 Nicolo Bulliga endlich seinen ersten WM-Titel dann in der World Superbike holen wird. Toprak geht in die MotoGP, da sind wir auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da passiert. Aber ich sage euch ehrlich, wenn Toprak vorne mitfährt oder zumindest irgendwo bei Top 10, muss eigentlich Nicolo Bulliga auch das Jahr drauf in die MotoGP rein, weil alleine die Leistungen, die zwei gegeneinander schon gebracht haben, ist wirklich geil und vielleicht ist es so eine Rivalität, die wir in Zukunft öfters auch gerne sehen würden. Vielleicht auch dann Nicolo Bulliga gegen Toprak in der MotoGP wäre vielleicht auch geil. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, was da in der Zukunft noch passiert. Jetzt sind erstmal die Tests und dann geht es natürlich noch an die freien Plätze. Es gibt ja noch ein paar Teams, die freie Plätze haben. Was erstaunlich ist, dass Moto X doch in der World Superbike bleibt. Also ich habe Informationen gehabt, dass die tatsächlich aufhören. Jetzt bleiben sie weiterhin in der World Superbike mit 2 Fahrern, einmal Bahattin und ein Junge aus der World Supersport, beziehungsweise ich glaube sogar italienische Meisterschaft. Ja, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Jetzt schauen wir erstmal noch dann auf den freien Fahrermarkt. Moto Corsa hat noch was frei. MGM Bonovo ist ja noch nicht sicher, aber soweit ich weiß, hören die auf jeden Fall auf. Und MEI Petronas, also 4 Plätze sind aktuell noch frei. Schauen wir mal, Andrea Iannone hat noch keinen Platz, was da alles noch passiert. Da hören wir uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben und bitte schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt. Falls ihr für den Winter noch einen coolen Hoodie sucht, hier bei 299 unserer eigenen Clothing-Brand, hier oben rechts verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und damit würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.